Da kommen Sie aber, nicht wahr, mit der oder Annäherung von Kunst, Spiel und Mode kommen Sie auf für Sie gefährliches Gelände. Denn Sie sind doch derjenige, der immer gesagt hat, nicht wahr, man sieht man es ja, nicht wahr, hier ist alles bereits in die Kategorie der Ware übergegangen. Nicht? Aber zur Ware gehört ja einer, der sie kauft. Ja, und hier habe ich auch schon meine Zweifel. Es gehört nicht immer zur Ware einer, der sie kauft. Nein? Man konnte bei Baudelaire, der doch einer der ersten esoterischen Künstler war, also die auf den Verkauf gerade verzichtet haben, bei Baudelaire konnte man sehr genau zeigen, wie der Begriff der Ware in seinem Kunstwerk selbst eine ungeheuer große Rolle spielt und wie die Erfahrung einer zur Ware gewordenen Welt entscheidend ist. Es ist doch ein Unterschied, ob Kunstwerke die Erfahrung des zur Ware werdens der Welt wiedergeben und ob sie darauf gewissermaßen reagieren oder ob sie sich selbst zur Ware machen. Ich würde ja nicht sagen, dass der Picasso sich zur Ware macht. Ich meine, seine Kunst ist ja nicht in dem Sinn heteronom, dass sie also um ihrer Verkäuflichkeit willen als Ware praktiziert wird. Also aber die Sache hat ja noch... Sie hat in sich die Reaktionsfähigkeit und auch eine bestimmte Art der Wendung nach außen, die anders als in der Erfahrung der Ware nicht zu machen war, wie es übrigens für die sogenannte moderne französische Kunst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wohl überhaupt charakteristisch ist. Die Franzosen waren darin viel weniger hochmütig. Herr Adorni, ich habe da also meine Bedenken. Sehen Sie mal, zu dem alten, sagen wir, klassischen Verhältnis gehört ja nicht nur der Künstler und sein Werk, sondern auch der vorhin schon mal erwähnte Betrachter und Käufer, derjenige, der mit ihm leben wollte. Nicht? Denn der Künstler will ja doch auch von seiner Kunst leben. Wenn jetzt die Kunst sich so esoterisch nach Eigenregeln des Überholens, des sich selbst Überholens, nun weiterströmt, wenn noch die beiden letzten Traditionshalte, das war eben das Bild an der Wand und der Käufer im Zimmer. Wenn die auch noch weggeschlagen werden, was wird denn dann passieren? Das, glaube ich, haben wir schon. Dann verliert die Künstlerschaft total den Kontakt zum Publikum. Und was wird passieren? Der Staat wird einspringen. Und jetzt will ich Ihnen mal hier was, kurze Stelle vorlesen, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Wie weit das ist. In West-Berlin gibt es etwa 2000 bildende Künstler. Und da die Nachfrage nicht entfernt der Produktion entspricht, hat der Senat ein Notstandsprogramm seit 1951 auch für diesen Sektor geschaffen. Bildende Künstler können sich an diese Behörde um Unterstützung wenden. In den vergangenen 14 Jahren haben folglich 728 Maler, 19.400 Gemälde, Aquarelle und Grafiken abgeliefert. Und 189, abgeliefert ist schön. Ja, und 189 Bildhauer stellten in der gleichen Zeit 782 Skulpturen, Reliefs und so weiter im Rahmen des Notstandsprogramms her. Diese Werke werden teils gestapelt, teils an Schulen, Dienststellen und so weiter ausgeliehen. Man arbeitet heute mit Werkverträgen über 450 D-Mark im Monat, über mindestens 3 Monate. Durch dieses Programm sind schon spätere Preisträger gegangen. Bisher sind 2,5 Millionen in 7.728 Werksverträgen investiert worden. Das ist ja nun doch ein Beitrag zu dem Thema soziologische Erfahrung an der modernen Kunst. Ja, da darf ich nun vielleicht wirklich auf eine Erfahrung rekurrieren, die ich verhältnismäßig sehr früh gemacht habe. Und ich kann die nur, also ich kann, die Katze lässt das Mausen nicht, ich kann die nur dialektisch ausdrücken. Ja. Auf der einen Seite ist mir relativ sehr früh klar geworden, und zwar an der Musik, meinem Metier, dass in dem Verhältnis zwischen der Kunst und dem Publikum etwas nicht mehr stimmt. Und es ist mir weiter darüber klar geworden, dass davon die Sache selbst auch berührt wird. Ja, sicher. Also dass der Glaube, dass ganz unabhängig von der Rezeption die Sache nur um ihrer selbst willen da wäre, dass das naiv ist. Das ist eine naive Fiktion. Übrigens so naiv auch wieder nicht. Dahinter steckt die Genietheorie.
Na, dahinter Sicher? steckt ja sicher und alles mögliche. Das Genie, das sich selbst genügt und aufs Publikum aber pfeift. nun geben Sie Acht, das ist nämlich genau der Punkt, von dem aus diese Frage für mich also so beunruhigend geworden ist, dass sie mich immer zu dieser Doppelschlechtigkeit einer ästhetischen und gesellschaftlichen Betrachtung gezwungen hat, die man mir sicher heute leicht nachweisen könnte, aber wenn man Widersprüche begeht, müssen ja die Widersprüche nicht immer an dem liegen, der sie denkt, sondern sie können ja in der Sache stecken. Können ja durchaus. Eben, nämlich Folgendes. Ich habe, und das wieder in meinem Metier, in der Musik, in der bildenden Kunst war das nicht so, beobachtet, dass alle Versuche, durch irgendwelche Maßnahmen oder Verhaltensweisen der Kunst sich dem Publikum anzugleichen und so etwas wie eine Versöhnung mit dem Publikumsanspruch herzustellen, dass die fiktiv waren, dass die gescheitert sind und dass, während die Kunst sicher auf einem schwankenden Boden steht und dadurch auch in sich selber etwas tief Fragwürdiges hat, sie umso höheren Ranges ist, je weniger sie nach dem Konsumenten schielt. Nein, das glaube ich nicht, Herr Albert. Und ich möchte sagen, was bei mir immer wieder, also diese Doppelschlechtigkeit der künstlerischen Betrachtung und der soziologischen ausgelöst hat, ist eben diese Komplexität. Ich würde sagen, dass zwar das Kunstwerk, weiß Gott, nicht unberührt ist von seiner Isolierung und dass es Kunstwerke gibt, die, wenn sie in absoluter Isolierung etwa kollektive Formen darstellen, sagen wir wie die Oper Moses und Aaron von Schönberg, die eine Art liturgischer Oper ist, diese liturgische Gestalt durch den ästhetisch Autonomen sehr problematisch wird. Aber wenn man stattdessen versucht, sich dem Publikum anzuähneln, wird alles platt und ordinär. Das ist und ganz klar. Das isolierteste Kunstwerk, und das ist sozusagen nicht, meine These, das isolierteste Kunstwerk kann über das Wesen der Gesellschaft mehr sagen und kann mehr wesentlich Gesellschaftliches sagen als kommunikative Genau, dass keiner mehr hinsieht, kannst du sagen. Ja, und wie wenn das kein gesellschaftliches Faktum wäre. Ja, genau, wäre. Na, aber also wir haben einen kunstsoziologischen Kollegen, der sagt, dass eigentlich die Aufgabe der Kunstsoziologie gar nichts anderes sei, als die Psychologie des Künstlers oder die Lehre von den künstlerischen Erlebnissen der Betrachter oder Zuhörer zu geben. Und ich habe diesem Soziologen entgegengehalten, dass ja es genauso und vielleicht noch mehr ein soziologisches Faktum ist, wenn das Kunstwerk keinen Zuhörer oder keinen Betrachter. Das sieht man ja hier.